Leute, alle mal herhören! Das Warten hat ein Ende! Endlich geht's hier mal los, Freunde! Sport an! Alrighty, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Nochmal auf W50 vor der Fusion. Ja, das letzte Video zu W50 ist wieder sehr gut bei euch angekommen und hat mich so ein bisschen bestätigt, ja, in der Rückkehr meines Projekts Players to Watch. Und das ist das Erste, was ich hier sagen möchte. Noch vor der Fusion haben wir eigentlich drei Spieler neu aufgenommen. Stand jetzt, das ist einerseits Woogie aus der Holzfällerhütte, dann auch noch Abscess aus der Holzfällerhütte und außerdem hat das Silverplayer gesagt, dass er auf W47 ja auch einen Char hat. Der soll dann auch mit rein. Und ja, dass das natürlich ein krasser Char ist, das hatte ich schon im letzten Part erwähnt. Aber was jetzt auch neu ist, ich habe jetzt meinen Avatar hier drin. Ich habe das jetzt mit meinem Account verknüpft, in der Hoffnung, dass sogar mein Creator Preset darauf wirkt. Und ich will auf jeden Fall den Server auch ein bisschen aktiv spielen während der Fusion mit Plan bis hin zum nächsten Elevator. Ich bin bei The Prophecy reingekommen. Das ist sehr geil. Also das ist eine Gilde, die ist aktuell Rang 10. Ich bin vom Level her ziemlich weit unten. Ja. Also ich kann die Gilde jetzt nicht krass pushen. Ja. Das muss man schon mal zum einen sagen. Es ist aber tatsächlich halt auch so, dass ich das Glück hatte, dass anscheinend nicht komplett Aktivität vorherrscht. Zum Beispiel Avox mit Doppel-X, der ja bei mir in der Players to Watch ist, anscheinend auch lange inaktiv schon. Das ist beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, weil er, obwohl doch, ist mir vielleicht doch aufgefallen, weiß ich gar nicht mehr, weil er natürlich keine Tränke hat. Jedenfalls ist das halt mein Vorteil, dass ich trotzdem da dabei sein kann und ich möchte die Gildenfusion halt aus Sicht einer Gilde, die im Top 10 auf W50-Bereich unterwegs war, wie das dann auf der Fusion oder nach der Fusion stattfinden wird. Im Moment haben die Spieler aus The Prophecy oder hat die Gilde The Prophecy anscheinend natürlich nicht 50 aktive Leute. Das ist, wie gesagt, ja mein Glück. Ich habe aber auch gesagt, sollte sich irgendwie was ergeben während ja, der Fusion oder danach, dass die Gilde Aussicht hat auf einige neue aktive Mitglieder, dann mache ich sofort Platz. Weil spätestens nach dem Elevator werde ich wahrscheinlich auf W50 auch nicht mehr aktiv spielen. Werde aber zusätzlich natürlich allgemein schauen, wie sich die Gilden von W50 schlagen werden auf dem Fusionsserver. Und dazu werde ich mir so ein bisschen wieder eine kleine Übersicht machen. Ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise ich das mache. Ob es jetzt erstmal nur ein Screenshot wird oder wieder eine Tabelle oder so, wo natürlich vor allen Dingen diese Gilden jetzt hier aufgeführt werden, um dann zu schauen, wo stehen die dann nach der Fusion. Ne? Also diese Fusion wird einiges an Content bringen. Zusätzlich habe ich eben die Chance auch oder das Vorhaben, die Spieler weiter noch einzeln zu begutachten. Wir haben halt extrem viele gute Spieler auf dem Server in der Players to Watch. Viele aus den eben jetzigen Top 10 Gilden, die meisten zumindest. Und dementsprechend deckt sich das auch so ein bisschen. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich sehr. Ich selber mit meinem Char mit 383er Level. Ich habe mir jetzt erstmal die Tränke wieder besorgt. Ja, von den Skills her. Attributen stehe ich hier da. Ich müsste in SF Game Tools überhaupt mal schauen, wo ich stehe. Was relativ Gutes ist, dass ich hier weitestgehend alles Wichtige schon ausgebaut hatte. Also Hall of Night und Festung schon auf 20. Die Gemmine geht auf 17 oder ist auf 17. Ich glaube, die werde ich jetzt nicht extra hoch boosten. Ich werde maximal eben schauen. Hier werden wir gleich mal 2000 Thirst abholen. Ja, macht jetzt mit 383 wahrscheinlich weniger Sinn. Oder ich warte noch, ob ich noch ein paar Dungeons schnell mache, weil dann steigt ja auch hier die XP. Doch, ich werde es doch mal so machen. Ich warte noch, ob ich ein paar Dungeons irgendwie schaffe. Ich weiß nicht, ob ich damals eine Dungeon-Pause gemacht habe. Ich glaube zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und falls ich halt nicht wirklich viele Dungeons schaffe, dann hole ich es einfach nur ab, weil es, ja, zumindest einmal abgeholt zu haben, ist schon mal ganz okay. Ja, spiele dann erstmal auch die Alu ganz normal runter. Gladiator-Trainer ist ja auch voll ausgebaut, also da ist nichts mehr zu tun. Ja, Pets werde ich jetzt auch nicht wirklich fokussieren hier, also Trainingcamp muss ich machen. Das ist
Ganz wichtig. Und so haben wir Content, oder habe ich Content für W50. Das Avatar hat er übrigens direkt überschrieben durch die Verknüpfung mit dem Account. Ja, aber wie der Account vorher aussah, seht ihr nochmal im letzten Part zu W50. Also da bin ich echt gespannt und froh, wie das Ganze ablaufen wird. Und ja, freue mich echt auch auf den ersten Elevator dann auf diesem Server, beziehungsweise zum Fusionsserver, weil W50 ja wie gesagt so im Kopf ein immer sehr starker Elevator-Server war. Seit den Fusionen ist halt W50 deutlich abgeschwächt. Erstens im Ranking natürlich, weil die ganzen Fusionsserver da oben top sind. Und auch von der Aktivität hat W50 dann doch in den letzten 1,5 Jahren halt ein paar Einbrüche gehalten. Deshalb hoffe ich, dass dieser neue Fusionsserver dann sehr, sehr gut unterwegs sein wird im Elevator-Bereich und wie die Dynamik der Gilden so vonstatten geht. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, seid ihr gerne herzlich eingeladen. Wenn ihr neu reinkommt, lasst gerne ein Abo da. W50 Players to Watch wird definitiv Thema werden. Und wer sich halt da auch noch dazu gesellen möchte, der darf mir gerne eine Nachricht schreiben, wie es jetzt zum Beispiel der Silverplayer gemacht hat. Oder auch per YouTube-Kommentar dann mit eurem Nick dazu, dann passt das. Klar ist auch, je mehr es werden, desto schwieriger wird es für mich. Aber das macht ja dann umso mehr Spaß. Das haben wir eigentlich früher mal ganz gut gemacht. Ich habe mit dem Projekt ehrlich gesagt ja eigentlich auch eher nur aufgehört, weil ich dann gesponsert war und auch wieder Bock hatte, mehr Server aktiv mitzuspielen, Serverstarts mitzunehmen. Da hat dann halt die Zeit gefehlt. Das mache ich jetzt zwar immer noch, aber ich kann das jetzt viel besser kompensieren und merke, dass das halt auch ein Content ist, der wichtig ist. Der ist wichtig für das Spiel, der ist auch wichtig für mich, für meinen Channel. Dementsprechend machen wir das. Ich freue mich drauf. Genug gefaselt. Haut rein, macht da, tschüss. Ciao.